Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer vertrauten Heim, Glück allein. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Danke für die Unterstützung. Schön, dass ihr noch da seid. Und jetzt gucken wir mal. Auktionsmitteilung. Hier mitteilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigenden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke werden von Sachverständiger begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Okay. Ach, steht so auf die Ausrufezeichen auf der Karte erscheinen, sobald ein neuer Händler neue Ware anbietet. Wir sollen also Sachen zurückkaufen. This is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Was macht das denn hier in unserem Herrenhaus? Ich finde das Haus mega cool. Ich hätte gerne so ein Haus. Da habe ich mir immer vorgestellt, irgendwann mal so ein Haus zu haben mit einer Lobby und also so einer Galerie. Und dann hast du so eine schöne Treppe, die auf zwei Seiten geht. Das wäre so immer mein Traum gewesen. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Auch da wird wieder irgendwas mit einer Erinnerung sein. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, die Erinnerung an früher. Okay, gehen wir mal hoch. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Und dann war hier doch noch was am Ständer. Nicht? Das ist ja richtig schön, so ein Kamin. Kleines Arbeitszimmer. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Was der alles fühlen kann. Another one. There must be something important behind Also müssen wir jedes Mal ein Stück näher in der Geschichte kommen, damit wir eine neue Tür öffnen können. Okay, dann suchen wir jetzt erstmal nach den Händlern. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Und dann sind wir hochgegangen. Ganz sicher ist die Frau nicht hochgegangen. Das ist wieder dieses... Oh, dann fehlt ja... Ja, guck mal hier. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination?
Wer ist das? Hier sitzt auf jeden Fall unsere Mutter drin. Und wir haben ihr versucht zu helfen. Ja, war eine Tortur und wir haben versucht zu helfen. Er hat irgendwas gesagt, genau, das sieht gut aus. Und hier wegen untergehörte nicht Minecraft. Ich glaube, ich hab's. Ausschlussverfahren. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Es regnete an dem Tag, an dem wir früh morgens in Cordona ankamen. Chevys Mutter war schwach und ziemlich wackelig, daher half ich ihr. Marco war gerade mit dem Gepäck beschäftigt, doch er sah, wie sein kleiner Bruder versuchte, seiner Mutter zu helfen. Trug er ihm auf, nach oben auf unser Zimmer zu gehen. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesen ein, Otto Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sicher glauben, dass Violet in Tuberkulose leidet. Aber dann hätte sie husten müssen. Ja. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Let's do it, Sherlock. Da ist es. Nächstes Abenteuer. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Wie cool ist das denn? Und dann Oddly hast du hier... satisfying. Das finde ich richtig schön in dem Haus. So eine Halbrundung. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Was wir damit wohl gemacht haben. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Ja, die haben Bodenproben und das ist so krass. Interesting. What's that over there? Ein Schlüssel. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find So any many pleasant secrets. evenings were spent Und here deswegen with the müssen wir mal gucken. Encyclopedia Americana. Mal gucken, wo The dieser only Schlüssel fiction dann book on my reinpasst. table. I can still hear my mother reading it to me. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Tja, in Such a allen shame. anderen kann er das. I always hated the rule about being silent in this place. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. Aber wenn das deren Zimmer ist, warum ist da nur ein Bett?
Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Das ist ja cool. Guck mal, auf wie viele I'll Details never er gehabt forget how hat. challenging it was to obtain this simple sketch. I'll never forget how challenging it was. Oh, these must be the notes of my earliest Missing observations. Claw. Der We wusste wanted sogar. to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Das erinnert mich an etwas. Need to repeat this one day, but with bullets. Need to repeat this one day, but with bullets. Das muss ich nochmal machen, aber mit Bullets. Ja, ja, hatte eine Bakersfield gemacht. Habe ich gesehen. In der Bakersfield, na gut, nicht echt. Ist natürlich alles nur nachgestellt, aber trotzdem. So, Erinnerung. Da kommt wieder ein bisschen was. Ankunft in Cordona. Fallmappe. Das leere Haus. Zum 1. und 2. zum 3. Da gucken wir mal, ob wir was finden. Der Türknopf. Dass wir eins irgendwo in unserem Zimmer einen Schatz versteckt haben. Und Gedankenspiel haben wir was Neues. Freunde der Nachbar. Minecraft hat gelogen. Viel mehr haben wir auch nicht. Mein imaginärer Freund John Watson ist einfach nur ein Schauspiel. Immer noch was? Im Gedankenspiel? Es gibt zwar keine Aufzeichnung über Mutters Tod, aber ein alter Familienfreund auf Cordona könnte etwas wissen. Suche nach dem Familienfreund. Aber erst machen wir die Challenge. Wasn't that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Könnte der Schatz sein. This time I was first to pick beds. This one's mine now. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ich habe eine Idee, wo der passen könnte. Ich erinnere mich an ein altes Familienfreund, der in einem Haus in der Nähe der griechischen Brücke gelebt hat. Mit einem gasgefüllten Ballon. Und da ist der Händler. Die griechische Brücke. Vielleicht passt der Schlüssel in die Scheune. Wollen wir mal gucken? Nee, hat gar nichts mit dem Schlüssel zu tun. Ist ja einfach nur irgendwie reinkommen irgendwann. Kommen wir bestimmt. Ein Geheimnis nach dem anderen. Gehen wir erstmal zu dem. Die Ritsche. Der Arme. Der hat seine Äpfel und alles verloren. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Ein neuer Fall. Ja, eins nach dem anderen. Pellets sind cool. Aber jetzt will ich mal hier wissen, was ist. Wo ist der große Ballon? In der Nähe der griechischen Brücke.
Okay, das hier ist irgendwie alles abgefragt hier. Ah, das ist es. Okay. Okay, wir müssen den Fall lösen. Guck mal, da ist der Ballon. Gut, wir haben es gefunden. War gar nicht so weit weg. Ja, dann müssen wir hier doch den Fall zuerst machen. Destruction and trampled ground. Destruction and trampled ground. Ah, der hat nichts zu sagen. It's as if a storm went through here. Tja. Oof, a contortionist you were not. Postmortem? Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Was ist das für ein Schal? A belt from a dressing gown. Curious. Okay, und wo ist der Morgenmantel? A kneecap reduced to splinters. Er ist irgendwohin weggerobbt worden. Weggezogen worden. A missing pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Okay. Finden wir den Mörder. Ein Elefant? Oh. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. A strong pull broke this leash. Alter, das ist eine Kette. Und dann hat der Elefant natürlich den gekillt. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Mit E aktivierst du deine Fotokamera. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Okay, also ein Elefant, der wurde mit dem Ding hier malträtiert. Riss sich los. Und der Typ hier sieht aus, als wäre er von da hinten bis hierhin richtig rübergezogen worden vom Elefanten. Okay. Hog Heaven. Da hat wohl der Elefant dann gelebt. Hog Heaven. Er hatte ein riesiges Anwesen, nur um einen Elefanten zu halten. Auch noch mehr Fußabspuren. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes.
Die Klinge ist It's seen a stumpf. lot of use. The blade is worn from grinding. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Guck mal hier. Bestimmt das blaue Ding. Rotieren. Fresh Da. signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Und hat dabei das Messer verloren. Okay, wir haben einen neuen Hinweis fürs Gedankenspiel. Ich glaube, ich habe eine Idee, was passiert ist. Der Elefant hat sich schon befreit, hat er meditiert. Das macht Sinn. So, das erklärt, warum der dagegen geknallt ist. Das hier erklärt eigentlich nicht, dass er... Der Typ kann das nicht gewesen sein. Wenn der Typ den so weggeklatscht hätte... Das muss der Elefant gewesen sein. Der hat dann versucht, den rüberzuziehen. Und dann ist der Elefant weiter und da war jemand. Ich glaube, das war's. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Okay. Hog heaven. Alten Zeitungsartikel aus der Kindheit. Guck mal, neben der Blutlache liegt ein Dressurhaken auf dem Boden, der jedoch sauber ist. Hätte der Typ nämlich auch uns geschlagen, wäre der Dressurhaken nicht sauber gewesen.
Mhm. Okay, wir müssen einmal recherchieren gehen. Und wir müssen dahin. Und herausfinden, wo der hingegangen ist. So, da ist der Elefant hier lang gelaufen. Muss doch irgendein Idiot gesehen haben. Can I ask you a question? I'll help you, sir. You have my full attention. Mit dem Namen Goliath überquerte die griechische Brücke in Richtung Wald. Ah, guck mal. Rennen wir mal zum Wald über die griechische Brücke. Ich finde schon heftig. Du musst immer genau die richtigen Sachen rechts oben angepinkt haben, damit du auch die richtigen Fragen stellst. So, wenn er Richtung Wald ist, dann wird bestimmt einer der Jungs hier was davon wissen. Can I ask you a question? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Aber du. May I ask you something? Are you looking for trouble? Because I can find you some. This isn't working. You might need a different tack. Es sollte die Leute nicht mit merkwürdigen Fragen belästigen. Okay, also der ist hier Richtung Wald gelaufen. Wir gucken einfach mal, wo wir hier rauskommen. Vielleicht habe ich jetzt zu viel gefragt. Ah, dann soll das so sein. Muss ja hier irgendwo... Wenn er hier lang gelaufen ist, dann muss er ja irgendwo Spuren hinterlassen haben. Okay, also er ist auf jeden Fall hier zum Wald gelaufen. Da sind Spuren. Kimono. Strange. It was hung with care. Da ist was. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Werter Theodor, ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihr Nachbar vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Ich halte Ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie ich ihn beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten in einem fähigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit den rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist nicht länger tragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits daran gedacht habe, den Elefanten konfiszieren zu lassen und dem Mr. Taylors Obhut zu übergeben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich für einen Elefantenbienen zu kümmern weiß. Oh nein. Gouverneur. Wie heißt der Typ? Tailhards. Mr. Tailhards hat... Okay, jetzt kennen wir den. Schlüssel.
Aber warum hat das Tier den Morgenmantel mitgenommen und da aufgehangen? Das macht doch gar keinen Sinn. Tödliche Verletzung. Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf Mrs. Gildens Anwesen. Die Person verlor ihr Messer und konnte verletzt worden sein. Suchen wir mal den Zeugen. Ne? Vielleicht passt der Schlüssel. Ach, guck mal, die Polizei ist endlich da. Vielleicht passt der Schlüssel hier hin. Hog Heaven. Die Polizei ist da drin. Sind die da reinkommen? Oder passt der Schlüssel hier hin? Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Oh, why do I get the worst jobs? An amount of attention that most can only dream of. He was certainly under pressure. A royal suite for a favorite pet. This is quite comfy. Okay. Okay, wir kommen also rein. This young lady has a childish interest for her age. Aha, über die Haupttür kommen wir auch rein. I can always recognize the spirit of a true artist. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here.
is a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to... Also genau wie wir gedacht haben. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Ist aber schwierig. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Dann wurde sie aufgestachelt. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Irgendwas stimmt da nicht. I can't think of anything else right now. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Gefällt mir nicht. False idols? Oh, sounds utterly dreary. She packed as much as she could carry. Sie wollte gehen? Was ist das? The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. A commendable effort to barricade the windows. Warum hat sie gepackt? How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Ah, da wird die nichts zu sagen können. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change.
A fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I'll just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Oh nein. Er hat das Sägemesser verloren, oder? Wo ist das Ding? Sägeclub. Ich dachte, das hätte die eingezeichnet, der Yachtclub. Das ist der Markt. Zeitungsstand, Quent. Hier ist der Yachtclub. Okay. Wir müssen hier hin. So, gucken wir mal in den Yachtclub und reden mal mit dem Kerl. Mein Bauchgefühl sagt, der weiß vielleicht, woher das Messer kommt. Das ist ja mega interessant, der Fall. Ja, hier wird nichts passieren. All the newspapers are sold out. Ja, ich weiß. So, hier ist aber ein Markt. Und vielleicht finden wir hier unsere Haushaltsgegenstände. Welcher von denen war das? Ach, da oben. Also die Straße hoch. Ne, falsch gelaufen. Ich finde, Gitarre ist ein mega schönes Instrument. Ich spiele selbst Gitarre, deswegen... Ach, guck mal, Kleidungshändler. Simply the best garment, the finest clothes for the finest citizens. Ja, cool, jetzt kann man hier Kleider kaufen. Das finde ich cool. Bürokleider. Osmanum. Das finde ich cool. So einen Mantel hatte ich auch, als ich in Schottland gelebt habe. Immer mit dem schönen dicken Schal. Okay, so würde ich nie rumlaufen. Das ist cool. Wir haben 100 Mücken, ne? Mhm. Ist das ein Kleid? Johns Panzerung, einfach so ein Ledergurt mit einem Glückszeichen. Okay, das sieht creepy aus. Assassinenbrustpanzer. Damit die Leute nicht vergessen, wo das Herz ist, hä? Ich glaube, ich nehme diese Matrosen mit. Nehme ich das auch mal mit. Bediensteter, das wird bestimmt irgendwann mal wichtig sein. A perfect choice. So. Ganz sicher ziehe ich das jetzt nicht an. Ich rede nicht mit einem reichen Schnösel, haben die ja gesagt. So, wir ziehen mal hier diese Matrosensachen an. Und bestimmt werden wir auf dem Yachtding dann besser... Landscapes and portraits. My goods will brighten up your house. Sind das unsere? Violet. John.
Enjoy your purchase. Okay, wir müssen Fälle lösen, damit wir mehr Geld kriegen. Und mit dem Geld, das wir dann kriegen, können wir unsere Möbel zurückkaufen. My goods will brighten up your house. Aha. Enjoy your purchase. Cool, ich finde das schon cool. Jetzt können wir unser Haus dann quasi wieder aufbauen. So, Freunde, jetzt müssten wir hier irgendwo am Yachthafen sein. Wollen wir reingehen? Oh, oh, ist das so vornehm? Keine Frauen erlaubt. Rauchen in der Werkstatt verboten. Alles ist sauber zu halten. Nur trockene Schuhe. Die Yacht anderer sind tabu. Keine Frauen erlaubt. Oh, ist der Eingang unten? Da muss ich durch den Seiteneingang. Wer bist du? Look who's here. I don't feel well today. I feel much better now. Wo ist jetzt das über... falsche Ideologie. Wo ist jetzt das... Paul Perks. Can you satisfy my curiosity? You'd better ask someone else about that. Pass auf. Help me, please. Excuse me? What? I'm not sure I know. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Leidet an Zirrhose. Jetzt müssen wir halt den Typen finden. Wer bist du? Muss ich im Jagdbuch. Wir haben doch ein Bild von dem. Ja, das ist der. May I ask for your assistance? Excuse me? What? I'm not sure I know. Vielleicht müssen wir dieselben Klamotten tragen. Oder wir haben den richtigen nicht gefunden. Das ist es nicht. Oh, ein verstecktes Messer. Help me, please. Apologies, sir, but I've never heard of it. Oh nein! Ich hab das falsche Ding an den. Help me, please. Apologies, sir, but I've never heard of it. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Wir müssen jetzt befragen. Der ist doch mit. Can I ask you a question? That's a question I can answer. Siehst du? Die Mitglieder des Jagdclubs erwähnen, dass Mr. Perks das letzte Rennen verpasst und ihn seit dem Morgen niemand gesehen hat. Südlich des Yachtclubs. Südlich des Yachtclubs da. Oh, heute mit richtig Überlänge, Freunde.
Aber deswegen, jetzt wo wir in der Werkstatt sind, werden wir diesen Kerl suchen gehen. Hat ein bisschen gedauert mit dem Rumfragen. Blöd. Ich habe den falschen Hinweis die ganze Zeit da gehabt. Ja, da muss man echt drauf achten. So, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne liken, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonnieren. Schön, dass ihr da seid. Unterstützung und so. Den Kanal ein bisschen am Leben halten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.